diesem Wege nochmals herzlich willkommen im Kurs Marketing messbar machen im Rahmen der BVIK B2B Kompetenzwerkstatt. Vielen Dank für die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung und die vielen interessanten Informationen zu euch und euren Organisationen. Jetzt geht's los und jetzt wollen wir gemeinsam durchstarten. Worum geht's und was kommt als nächstes? Ich habe auf die Lernplattform eine Sammlung von Beispielprozessen aus dem Bereich des Marketings hochgeladen mit den entsprechenden Erklärungen. Dieses Dokument soll euch für den nächsten Arbeitsschritt zur Seite stehen und euch helfen. Was ist bis zum nächsten Mal zu tun? Vor dem Hintergrund eurer aktuellen Verantwortung in euren Unternehmen, in den Organisationen, bitte ich euch, die relevanten Prozesse zu definieren, die ihr in euren Teams bzw. von euren Teams betreut oder abgewickelt werden. Dies könnt ihr initial alleine machen, aber im Nachgang solltet ihr jedenfalls das mit euren Teams im gemeinsamen Projekt erarbeiten bzw. das Projekt in diesen Kurs inhaltlich einbinden. Entscheidend ist das gemeinsame Vorgehen, denn dadurch kann nachhaltig die erforderliche Kompetenz im Team, um Marketing messbar zu machen, aufgebaut werden. Es geht nur gemeinsam und dann wird es auch nachhaltig. Ihr könnt also alleine die verschiedenen Aktivitätenfelder, sprich Prozesse definieren und dann in einem kleinen Team-Meeting eurem Team den Inhalt des Kurses vorstellen und die von euch konzipierten Aktivitätenfelder mit dem Team auch abstimmen. Darauf aufbauen sollen für die Aktivitätenfelder jeweils pro Prozess ein einseitiges Prozessdiagramm erstellt werden. Für die Erstellung sollen die jeweiligen Symbole verwendet werden, die am Anfang der Marketing-Prozessbibliothek eingeführt und beschrieben werden. Das ist das Dokument, das ihr auf Reteach findet. Idealerweise verteilt ihr in euren Teams die Erstellung der jeweiligen Prozesse oder überlasst von den Teammitgliedern gemeinsam die Prozesse erstellen. Es soll nicht alles auf euren Schultern liegen. Darauf aufbauen, stimmt die Prozesse ab und finalisiert diese. Definiert auch, ob es Überschneidungen gibt und diskutiert die Prozesse auch in Bezug auf klare Rollen und Verantwortlichkeiten. Für den ersten Live-Workshop bitte ich euch, eure erstellten Prozesse und Prozessdarstellungen vorzubereiten, damit wir diese dann gemeinsam diskutieren und besprechen können. Solltet ihr bis zu diesem Zeitpunkt die Prozesse noch nicht optimiert bzw. angepasst haben, so stellt dies kein Problem dar. Wichtig ist mir und für den Kurs, dass jedenfalls die jeweiligen Aktivitätenfelder in eurem Verantwortungsbereich klar definiert sind und darauf aufbauend erste Prozessdarstellungen vorhanden sind. Wenn im Zuge der Prozesserstellung Probleme auftreten, so ist es wichtig und gut, denn darüber können wir im nächsten Live-Workshop gemeinsam sprechen und Erfahrungen austauschen. Wenn, können wir im Team das gemeinsam abstimmen und klären. Zusammenfassend bitte ich euch also bis zum nächsten Workshop um folgende Aktivitäten. Erstens, bitte lest das Büchlein zum Thema datengetriebenes Management durch. Das ist das blaue Buch, das ihr bekommen habt vom BVIK. Zweitens, definiert die Aktivitätenfelder, die in eurem Verantwortungsbereich liegen. Drittens, erstellt für jedes dieser Aktivitätenfelder ein einseitiges Prozessdiagramm auf Basis der Darstellungsweise, die im euch überlassenen Dokument der Marketing-Prozessbibliothek beschrieben und dargestellt ist. Das bedeutet, wenn ihr 3 Aktivitätenfelder definiert habt, für die ihr verantwortlich seid, dann muss es letzten Endes auch 3 Prozesse bzw. 3 Seiten an Prozessdarstellungen und Prozesscharts geben. Ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss. Wenn ein Aktivitätenfeld nicht auf einer Seite dargestellt werden kann, so hinterfragt, ob es vielleicht nicht doch 2 oder mehrere Aktivitätenfelder sind, um die es sich handelt. In diesem Fall müsst ihr das Aktivitätenfeld aufteilen und dann entsprechend mehrere Seiten in Form von Prozessbeschreibungen erarbeiten und entwerfen. Bitte beachtet und haltet diese Strukturmerkmale im Hinterkopf für diesen ersten Schritt. Es ist zwischen 3 Dingen zu unterscheiden. Erstens die Wertschöpfungskette im Sinne einer betrieblichen Funktion wie Vertrieb, Marketing,
Produktion, Logistik und so weiter. Zweitens, diese Wertschöpfungskette besteht aus mehreren Prozessen, Abläufen oder Aktivitätenfeldern im Sinne von einem Bündel an Aktivitäten. Und drittens, ein Prozess setzt sich aus mehreren Einzelaktivitäten zusammen. Für jede Aktivität muss ein greifbares Ergebnis definierbar sein. Für jede Aktivität nämlich. Für jede. Ein solches Ergebnis kann zum Beispiel ein Protokoll von einer Sitzung sein, eine Präsentation, eine Excel-Tabelle oder aber auch eine Broschüre, ein Messekonzept etc. Bis hin zu einer Pressemitteilung oder einem LinkedIn-Post. Alles ist ein Ergebnis, greifbar. Wichtig im Kontext des Kurses Marketing messbar machen ist, dass es ein greifbares, dokumentierbares und präsentierbares Ergebnis ist. In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Teams viel Spaß und Erfolg bei der gemeinsamen Arbeit. Marketing messbar machen ist das Ergebnis vieler kleiner Schritte und das gemeinsame Arbeiten ist die Keimzelle von nachhaltiger Veränderung, aber auch der Kompetenzentwicklung. Solltet ihr Fragen haben oder Probleme, so meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch viel Erfolg. Bis bald und alles Gute.